Tagesdosis. Die Russiagate-Hysterie, ein Fall massiver Russophobie. Ein Kommentar von Mathias Bröckers. Sie können es einfach nicht lassen, als ob sie von einer Seuche, einem Fluch, einem Zauber befallen wären. Wie die White Walker in Game of Thrones marschieren die Russiagater als eiskalte Krieger sturheil voran. Da mag auch auf 400 Seiten Mueller Report kein einziger Beweis für irgendwelche Manipulationen der US-Wahl zu finden sein und nichts über Absprachen zwischen Trump und Russland oder gar mit dem Ultrabösen persönlich. Da mögen sich Hunderte, Tausende Breaking News der letzten 2 Jahre als Fakes und haltlose Verschwörungstheorien herausgestellt haben, es ficht die Propagandatruppen des Nachtkönigs nicht an. Vergessen wir Meddling und Collusion. Russiagate war nur ein Vorspiel. Der eigentliche Plot kommt erst noch. Denn der Ultraböse interessiert sich eigentlich gar nicht für irgendwelche Wahlen. Putin will die Weltmacht. Nicht erst seit Henry Luce den Zapruder-Film über die Schüsse auf John F. Kennedy kaufte und mehr als 10 Jahre unter Verschluss hielt, ist das Time-Magazin zuverlässiges Organ der CIA und des gesamten Mickey-Mutt-Komplexes und gibt mit dieser Titelgeschichte vom 15. April die neue Marschroute gegen das Reich des Ultrabösen vor. Mit einer martialischen Grafik, welche, würde sie statt Putin etwa Netanyahu zeigen, sogleich entrüstete Proteste sämtlicher Antisemitismusbeauftragten zur Folge hätte und die zugleich in bester 50er-Jahre CDU-Tradition perfekt in den neuen Kalten Krieg passt, wo Antirussismusbeauftragte nicht zu fürchten sind. Wer die Gruselstory über den Ultrabösen, der sich mit einer Reihe finsterer Schurkenstaaten ein Imperium zimmert, gelesen hat, sollte im Anschluss allerdings ein Dokument zur Kenntnis nehmen, um die Glaubwürdigkeit von Geschichten wie diesen und Organen wie Time, New York Times, Washington Post etc. zu testen. In einer braven Fleißarbeit hat die russische Botschaft in Washington die wichtigsten Fake News der vergangenen 3 Jahre mit Hunderten von Links zusammengestellt und diagnostiziert einen massiven Fall von Russophobie. The Russiagate Hysterie, a case of severe Russophobie. Für alle, die irgendwas mit Medien studieren oder sich für den tragischen Zustand der einstigen 4. Gewalt interessieren, ist die Dokumentation eine Fundgrube und ein Fallbeispiel par excellence. Vor allem für jene sogenannten Experten, die Kritik an regierungsoffiziellen Narrativen mit der Keule Verschwörungstheorie bearbeiten. Denn mit Russiagate haben wir eine solche Theorie jetzt seit Jahren auf freier Wildbahn, die sich als tatsächliche Verschwörung herausgestellt hat. Und zwar nicht von irgendwem, sondern von Angehörigen des FBI, der CIA, der Obama-Regierung und der Partei der Demokraten, sowie fast allen Großmedien, die sich im Geheimen absprachen, die Wahl des Kandidaten Trump zu verhindern und, als das nicht gelang, ihn als Präsidenten anzuklagen und zu stürzen. Aber keiner der Experten nimmt dafür das böse V-Wort in den Mund, auch wenn es sich bei dieser Konspiration von Behörden, Politik, Geheimdiensten und Medien um die bedeutendste und offensichtlichste Verschwörung der letzten Jahre handelt. Und wir merken uns, Verschwörungstheorien sind nur dann krude, gefährlich und demokratiegefährdend, wenn sie von Kritikern und Opponenten der Regierungen kommen. Wenn sie aber von Regierungen, Behörden, Polizei und Geheimdiensten verbreitet werden, sind sie voll in Ordnung. Und es ist nicht einmal peinlich, wenn sie sich als haltlos, erstunken und erlogen herausstellen. Die Großmedien orgeln einfach weiter. Man darf ja Donald Trump weiterhin unsympathisch, unmöglich und unerträglich finden, aber man muss ihm zugestehen, dass er zu Unrecht beschuldigt wurde und dass er Recht hatte, immer nur noch von Fake-News-Medien zu sprechen. Dass ihm dieser Bonus nun voraussichtlich die Wiederwahl bescheren wird, haben sich Demokraten einzig und allein selbst zuzuschreiben, allen voran Hillary Clinton, die lautstärkste Verbreiterin der Russiagate-Verschwörungstheorie. Nun ist Hillary ja keineswegs dumm, genauso wenig wie die führenden FBI- und CIA-Leute und die ganzen Journalisten, Leitartikler, Chefredakteure, die immer neue Breaking-Fake-News verbreiteten. Haben all diese Leute, die an der Anti-Trump-Operation mitstrickten, diese erfundenen Geschichten am Ende selbst geglaubt und Trump für einen russischen Agenten gehalten? Wenn man die oben erwähnte Dokumentation liest, kann man sich kaum vorstellen, dass die von Beginn an heiße Luft wirklich ernst genommen wurde.
Spätestens seit das von Clintons Partei finanzierte Steele-Dossier zerpflückt wurde, nachdem Trump erpressbar sein soll, weil ihn Putin mit geheimen Pipi-Videos in der Hand hat, war die Luft aus dieser Russennummer eigentlich komplett raus. Wieso wurde dieser tote Gaul dann noch 2 Jahre weitergeritten? Zum einen ging es sicher darum, Trumps im Wahlkampf immer wieder angekündigte Wende in der Außenpolitik, dass er mit Putin verhandeln und mit Russland klarkommen wolle, zu verhindern, was bisher auch ziemlich gut funktioniert hat. Zum anderen aber hatte die Kampagne mit Russen und Russland gar nichts zu tun. Im Kern war Russiagate nämlich, wie der in Berlin lebende amerikanische Autor C.J. Hopkins scharfsinnig festgehalten hat, ein Obstruction-Gate. Die erfundenen Vorwürfe und Verdächtigungen sowie die ganze Mueller-Ermittlung waren eine Falle, mit der Trump zu einer Obstruction of Justice, einer illegalen Behinderung der Justiz, gelockt werden sollte, mit der dann ein Amtsenthebungsverfahren begründet werden könnte. Trump hat diese Intrige offenbar gewittert und immer nur getwittert, dass es sich um einen Shitstorm mit Fake News handelte, sich ansonsten aber zurückgehalten, hinter den Kulissen dagegen vorzugehen. Die Obstruction-Falle konnte also nicht zuschnappen, und jetzt sind mehrere Dutzend Anzeigen und Anklagen gegen diejenigen anhängig, die sie präpariert und aufgestellt haben. Diese Verfahren werden schön für Trump und bitter für alle Russiagate-Verschwörungstheoretiker. Schon deshalb muss der Weltfeind Putin weiter an die Wand gemalt werden, und deshalb ist abzusehen, dass alsbald ein neuer Trump-Skandal Schlagzeilen machen wird. Steuerhinterziehungsgate, Pussygrabschergate oder was auch immer Gate. Es bleibt weiter intrigant im Washingtoner Real Game of Thrones, und das Popcorn sollte uns nicht ausgehen. Matthias Bröckers schrieb zuletzt »Wir sind immer die Guten«, Ansichten eines Putin-Verstehers mit Paul Schreier und Newtons Gespenst und Goethes Polaroid über die Natur, beide im Westend Verlag erschienen. Er bloggt auf bröckers.com.